Fuß nach vorn von Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym Kaspar Hauser in der Weltbühne vom 6.4.1926 veröffentlicht. Lieber Leser 1985: Durch irgendeinen Zufall kramst du auf der Bibliothek in dieser Zeitschrift, findest die Jahreszahl, die du eben erst geschrieben hast, wenn sie bis dahin nicht einfach 85 heißt, stutzt und liest. Guten Tag. Ich bin sehr befangen. Du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem sehr absticht. Auch dein Gehirn trägst du ganz anders. Ich setze 3-mal an, jedes Mal mit einem anderen Thema. Man muss doch in Berührung kommen, nicht wahr? Jedes Mal muss ich's wieder aufgeben. Wir verstehen einander gar nicht. Ich bin wohl zu klein. Meine Zeit steht mir bis zum Halse. Kaum gucke ich mit dem Kopf ein bisschen über den Zeitpegel. Da, ich wusste es. Du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch, meine Art zu schreiben und meine Grammatik und meine Haltung. Ach, klopf mir nicht auf die Schulter, das habe ich nicht gern. Vergeblich will ich dir sagen, wie wir es gehabt haben und wie es gewesen ist. Neumodisch Gesalbtes und altmodisch Vergessenes. Nichts. Du lächelst. Ohnmächtig hallt meine Stimme aus der Vergangenheit, und du weißt alles besser. Soll ich dir erzählen, was die Leute in meinem Zeitdorf bewegt? Genf? Shaw-Premiere, Thomas Mann? Das Fernsehen? Eine Stahlinsel im Ozean als Halteplatz für Flugzeuge? Du bläst auf alles, und der Staub fliegt meterhoch, du kannst gar nichts erkennen vor lauter Staub. Schmeicheleien? Leider nicht. Selbstverständlich habt ihr die Frage Völkerbund oder Pan-Europa nicht gelöst. Fragen werden von der Menschheit nicht gelöst, sondern liegen gelassen. Selbstverständlich habt ihr fürs tägliche Leben 300 wichtige Maschinen mehr als wir, und im Übrigen seid ihr genauso dumm, genauso klug, genauso modern wie wir. Was ist von uns geblieben? Wühle nicht in deinem Gedächtnis nach, was du gerade in der Schule gelernt hast. Geblieben ist, was zufällig blieb, was so neutral war, dass es herüberkam, was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte, und um die kümmert sich kein Mensch, nur am Sonntagvormittag ein bisschen im Museum. Wir verstehen uns wohl nicht recht. Es ist dasselbe, wie wenn ich heute mit einem Mann aus dem 30-jährigen Krieg reden sollte. Ja, geht's gut, bei der Belagerung Magdeburgs hat's wohl sehr gezogen, und was man so sagt. Ich kann nicht einmal über die Köpfe meiner Zeitgenossen hinweg ein erhabenes Gespräch mit dir führen, so nach der Melodie, wir beide verstehen uns schon, denn du bist ein Fortgeschrittener gleich mir. Ach, mein Lieber, auch du bist ein Zeitgenosse. Höchstens, wenn ich Bismarck sage und du dich erst erinnern musst, wer das war, grinse ich heute schon vor mich hin. Du kannst dir gar nicht denken, wie stolz die Leute um mich herum auf dessen Unsterblichkeit sind. Na, lassen wir das. Außerdem wirst du jetzt frühstücken gehen wollen. Guten Tag. Das Papier ist schon ganz gelb geworden. Gelb wie die Zähne unserer Landrichter. Da, jetzt zerbröckelt dir das Blatt unter den Fingern. Nun, es ist auch schon so alt. Geh mit Gott, oder wie ihr das Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht allzu viel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Wir sind zerlebt, unser Inhalt ist mit uns dahingegangen. Die Form war alles. Ja, die Hand will ich dir noch geben, wegen Anstand. Und jetzt gehst du, aber das rufe ich dir noch nach. Besser seid ihr auch nicht als wir und die vorigen, aber keine Spur, aber gar keine.